Diese Hinrichtung war noch legal, als es längst Autos, Telefone und Fotografie gab. Nicht im finsteren Mittelalter, sondern 1905 in China. Der Tod durch 1000 Schnitte. Folter ist nicht das ferne, dunkle Mittelalter, sie reicht bis an den Rand unserer eigenen Zeit. Das hier sind die 10 berüchtigtsten Folter- und Hinrichtungsmethoden, die wirklich existierten, belegt durch Gesetze, Gerichtsakten und teils sogar Fotografien. Und am Ende zeige ich dir, welche der berühmten Klassiker reine Erfindung sind. Fangen wir an. Fangen wir klein an, buchstäblich. 2 Metallplatten, eine Schraube. Die Finger dazwischen, dann wird langsam angezogen. Billig, transportabel, der Schmerz steuerbar. Perfekt, um Geständnisse zu erzwingen, ohne sofort zu töten. Originale stehen bis heute in Museen. Es zeigt das Muster dieser Liste. Die wirksamste Folter war selten die spektakulärste, sondern die kontrollierteste. Doch das war nur das Werkzeug für Worte. Die nächste Methode sollte den Körper selbst auseinanderziehen. Das bekannteste Folterbild überhaupt und diesmal völlig echt. Ein Rahmen, an beiden Enden Walzen. Hände und Füße werden in Gegenrichtung gezogen, bis die Gelenke nachgeben. 1546 wurde Anne Askew im Tower gestreckt. Eine Frau von Stand, obwohl das eigentlich verboten war. Sie verriet keinen Namen. Zu ihrer Hinrichtung musste man sie tragen. Nicht jede Methode aber brauchte einen Holzrahmen, manche nur einen Balken. Ein Holzbalken, oben zur scharfen Kante zulaufend. Das Opfer sitzt rittlings darauf, das ganze Gewicht auf einer schmalen Linie. Dann hängt man Gewichte an die Füße. Keine Maschine, nur Schwerkraft und Zeit. Oft wurde sie vor versammelten Soldaten vollzogen. Hier ging es weniger um ein Geständnis als um Schmerz und öffentliche Demütigung. Jetzt kommt etwas Perfideres: das Gefühl zu sterben, ohne zu sterben. Der Kopf nach hinten, ein Tuch über Mund und Nase, dann fließt Wasser. Der Körper glaubt zu ertrinken, ein Reflex, gegen den kein Wille ankommt. Für die spanische Inquisition in Prozessakten belegt. Und es ist kein fernes Relikt. Die Methode dahinter kennen wir heute als Waterboarding, eingesetzt noch im 21. Jahrhundert. Manche Methoden verschwinden nie, sie wechseln nur den Namen. Und wenn kein Krug zur Hand war, übernahm manchmal das Meer. Ein Seemann wird an einem Seil unter dem Schiffsrumpf hindurchgezogen, von einer Seite zur anderen. Tödlich machen es 2 Dinge: die Zeit ohne Luft und der Rumpf, oft rau von Muschelbewuchs. Besonders aus der niederländischen Marine des 17. Jahrhunderts ist es überliefert. Das Meer aber tötete eher durch Zufall. Der englische Gesetzgeber dagegen schrieb den Tod im Wasser wörtlich vor. 1531 erließ England ein Gesetz mit nur einer Strafe für nur ein Verbrechen: den Tod im kochenden Wasser für Giftmord. Der erste, den es traf, war der Koch Richard Roos. Kein wildes Foltern, sondern kodifiziertes Recht, ein Parlamentsgesetz. Nur wenige traf es. Schon 1547 wurde es wieder aufgehoben. Wir sind bei den letzten 4. Ab hier verlassen wir die Werkzeuge und betreten das Reich der reinen Erfindungsgabe. Die verstörendsten kommen jetzt. Ein Gefäß voller Ratten, umgedreht auf den nackten Bauch gesetzt. Oben darauf glühende Kohlen. Die Tiere haben nur einen Fluchtweg vor der Hitze, nach unten. Der niederländische Anführer Diederik Sonoy soll es im Aufstand gegen Spanien eingesetzt haben. Anders als viele mittelalterliche Geschichten ist diese belegt, bis zu ihrem Wiederauftauchen in Diktaturen des 20. Jahrhunderts. So grausam das war, die nächste Methode machte den Tod zum öffentlichen Schauspiel. Dem Verurteilten werden die Gliedmaßen gebrochen, der Körper danach durch die Speichen eines Wagenrads geflochten und aufrecht zur Schau gestellt. Es gab sogar eine Gnade. Begann der Henker oben, war das Ende schnell. Begann er unten, konnte es lange dauern. Belegt quer durch Europa bis ins 19. Jahrhundert. Doch selbst das Rad ist schnell gegen Platz 2. Eine Strafe, so alt wie Reiche
und so berüchtigt, dass sie einen Namen bis in die Popkultur trug. Uralt. Schon assyrische Reliefs zur Belagerung von Lachisch zeigen Gepfählte, vor rund 2700 Jahren. Berühmt aber machte sie ein Mann, Vlad Tepes, der Pfähler. Sein Zeichen war nicht ein Pfahl, sondern ganze Felder davon, ein Wald aus Silhouetten am Horizont, als demonstrative Machtübung und psychologische Einschüchterung. Und der Mann, dessen Name Jahrhunderte später einen der berühmtesten Vampire der Literatur prägte, Dracula. Und doch dauerte eine Strafe noch länger und liegt näher an unserer Zeit, als du glaubst. Hier ist sie, das Versprechen vom Anfang. Ling Chi war die schwerste Strafe des kaiserlichen China, reserviert für Hochverrat und die schwersten Verbrechen. Der Tod kam nicht mit einem Schlag, sondern über eine lange methodische Prozedur. 1000 Schnitte ist dabei ein westliches Schlagwort. Eine feste Zahl gab es nie und oft brachte ein gezielter Schnitt ein früheres Ende. Das Erschütterndste: Ling Chi wurde erst 1905 abgeschafft. Es existieren Fotografien. Während anderswo Autos fuhren und Menschen telefonierten, war dies noch geltendes Recht. Nicht das dunkle Mittelalter, die Schwelle zur modernen Welt. Und jetzt die Wendung. Ausgerechnet die Instrumente aus jeder Top 10 sind die unglaubwürdigsten. Die eiserne Jungfrau, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts fürs Museum. Die Angstbirne, kein mittelalterlicher Beleg, die Mechanik viel jünger. Der eherne Stier, nur antike Erzählung, kein Fund. Und die Bambusfolter, eine Kriegslegende ohne belastbaren Nachweis, auch wenn Experimente sie für theoretisch möglich halten. Die Wahrheit ist unspektakulärer und genau deshalb verstörender. Die grausamsten Methoden mussten nicht furchteinflößend aussehen, sie mussten nur funktionieren. Der Schrecken lag nie im Gerät, sondern in der Geduld dessen, der es benutzte. Vielleicht ist das die eigentliche Lehre, dass Menschen über Jahrtausende so viel Erfindungsgeist darauf verwendet haben, nicht Leben zu bewahren, sondern Leiden in die Länge zu ziehen. Wenn dich die dunklen, vergessenen Seiten der Geschichte fesseln, auf Kronarch findest du mehr davon. Von untergegangenen Zivilisationen, die kaum noch jemand kennt, bis zu Rätseln der Vergangenheit, die bis heute niemand erklären kann. Abonnier den Kanal, die nächste Geschichte wartet schon.